Hallo und herzlich willkommen. Wenn es Herbst wird und die ersten Blätter fallen, bereiten sich unsere einheimischen Arten auf die Winterruhe vor. Auch wir Ameisenhalter müssen uns dann darum kümmern, wie wir die Tiere am besten unterbringen. Die ganzen Informationen dazu, was dabei zu beachten ist, das würde ich euch ganz gerne mal geben, weil es sind natürlich viele Fragen offen. Das heißt, warum gibt es überhaupt die Winterruhe bei Ameisen? Warum oder wie machen sie das Ganze? Was muss ich beachten, wenn ich die Tiere unterbringen möchte? Was bereite ich oder wie bereite ich das Ganze vor? Welche Risiken bestehen da? Was mache ich, wenn ich die Tiere wieder aus der Winterruhe hole? Diese ganzen Informationen würde ich euch gerne mal geben. Kommt doch einfach mal mit. Ja, warum gibt es überhaupt die Winterruhe bei den Ameisen? Ameisen gab es ja schon zu Zeiten der Dinosaurier und haben auch diese überlebt. Da Ameisen ursprünglich nur aus warmen, feucht-tropischen Regionen dieser Erde stammen und sich später dann weit verbreitet haben, mussten sich die wechselwarmen Tiere anpassen. Um auch in den kalten Regionen der Erde vorzudringen, haben die Ameisen Strategien hervorgebracht, die ihnen das Überleben dort auch in der Winterzeit ermöglichen. Anders als bei vielen Wespen- und Bienenarten, wo nur die Güne, also die Königin, überwintert, überwintern bei den Ameisen auch die Arbeiterinnen und häufig auch die Larven. Eier können in der Regel nicht überwintern, deshalb legen Arten mit einem endogenen Rhythmus zum Ende ihrer aktiven Zeit auch keine Eier mehr. Je nach geografischer Lage ist die Winterruhe bei den Arten unterschiedlich in der Dauer und Aktivität und wird auch als Diapause bezeichnet. Eine Diapause nennt man eine Phase einer ausgeprägten Entwicklungsruhe mit einem herabgesetzten Stoffwechsel, die meist einem endogenen Rhythmus unterliegt. Auslösend für diese Wirkung können Faktoren wie abnehmende Tageslänge, Temperatur oder ungünstige Ernährungsbedingungen sein. Die Diapause steht bei vielen Arten oft in Bezug zur Winterruhe, kommt aber auch bei Arten aus tropischen Regionen durch zum Beispiel Trocken- und Regenzeit vor. Während nordeuropäische Arten wie zum Beispiel die Lasus niger in eine echte Kältestarre bei ca. 5 bis 8 Grad Celsius verfallen und dabei komplett inaktiv sind, haben südeuropäische Arten wie zum Beispiel die Messobarbaus einen verlangsamten Stoffwechsel und nehmen sogar dabei bei ca. 12 bis 16 Grad Celsius trotzdem Nahrung auf. Arten aus tropischen und subtropischen Regionen, wie zum Beispiel die Blattschneiderameisen oder Weberameisen, sind das ganze Jahr über aktiv. Wobei auch hier gibt es ein paar Ausnahmen. Wann und wie lange eine Kolonie in Winterruhe geht, kann von äußeren Umständen wie zum Beispiel Temperatur, Licht, Nahrungsangebot usw. abhängen. Dieses nennt man dann exogen. Oder wenn es unabhängig davon ist, ja, also die von der inneren Uhr bestimmt werden, das wird dann endogener Rhythmus genannt. Ja, ihr müsst euch das wie folgt vorstellen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Art mit einem exogenen Rhythmus haltet, ja, ohne diese kühl zu stellen, dann würde sie theoretisch gar nicht merken, dass jetzt Winter ist. Hingegen eine Art, also mit einem endogenen Rhythmus, alleine schon von der Jahreszeit her, also von ihrer inneren Uhr her merken würde, dass jetzt Zeit für die Winterruhe ist und dementsprechend ihre Aktivität auch bei Raumtemperatur einstellt. Bei nord- und mitteleuropäischen Arten geht die Winterruhe von Oktober bis März, also ca. 5 bis 6 Monate. Bei Arten aus Südeuropa bzw. aus dem Mittelmeerraum wäre die Winterruhe von November bis Februar, ja, also ca. 3 bis 4 Monate. Dieses hängt auch immer vom genauen Herkunftsort der Tiere ab. Ja, also das weicht auch von Region zu Region ab. Um die Kolonie optimal vorzubereiten, ist es gerade bei exogenen Arten wichtig, etwa 2 Wochen vor der Winterruhe nicht mehr zu füttern. Ja, also um die Tiere entleert in die Winterruhe zu schicken. Die Ameisen entleeren dabei den Darm sowie auch den Kopf, die Larven verlieren Wasser. Dadurch werden die Körperflüssigkeiten eingedickt und halten so auch teilweise Temperaturen im Minusbereich aus. Auch sollte die Temperatur für die Winterruhe, sofern möglich, langsam, also am besten über mehrere Tage verteilt, abgesenkt werden. Dazu könnte man zum Beispiel die Tiere in den Keller oder in den Hausflur stellen. Für die Kältestarre bei 5 bis 8 Grad Celsius sind Keller und Hausflur oft zu warm. Würde man die Kolonie da jedoch ungeschützt auf dem Balkon überwintern, so würde diese erfrieren. Die Temperatur sollte daher nicht 0 Grad unterschreiten oder 10 Grad überschreiten. Abhilfe schaffen zum Beispiel so isolierende Boxen aus Styropor, die ein Einfrieren verhindern. Hierzu ist darauf zu achten, dass kein direktes Sonnenlicht auf die Box fällt, da diese sich dadurch erwärmen könnte,
wodurch die Tiere dann aufwachen und verhungern könnten. Um die Temperatur optimal überwachen zu können, empfehlen wir ein Thermometer mit einem Min-Max-Speicher, welcher die Höchst- und Tiefsttemperaturen speichert. So kann man immer sehen, ob die Temperatur im Verlauf an die Grenzwerte von zu warm oder zu kalt kommt und kann dann dementsprechend reagieren. Da die Ameisen während der Kältestarre komplett inaktiv sind, genügt es nur, die Farm bzw. Nestbereich kühl zu stellen. Damit die Tiere jedoch nicht austrocknen, ist es unbedingt notwendig, das Nest, je nach Material und Größe, alle paar Wochen zu befeuchten. Für kleinere Kolonien bietet sich der häusliche Kühlschrank für die ideale Überwinterung bei konstanter Temperatur an. Wer das nicht möchte oder eine größere Kolonie hat, kann auch eine Isolierbox verwenden. Für südeuropäische Arten, die bei 12 bis 16 Grad überwintern, bietet sich der Hausflur oder der Keller mit entsprechender Temperatur an. Beachtet dabei, dass die Temperatur je nach Fundort der jeweiligen Art abweichen kann. Anders als jetzt bei Arten, die in Kältestarre sind, nehmen die Tiere Nahrung und Flüssigkeit auf und bleiben vermindert aktiv, weswegen sie zwar seltener, aber dennoch regelmäßig mit Wasser und Futter versorgt werden müssen. Nestbereich und Arena sollte daher zusammen kühl gestellt werden und auch dementsprechend Möglichkeit für die Futteraufnahme und Abfallentsorgung bieten. Auch hier empfehlen wir die Verwendung von Isoboxen und einem Thermometer. Ja, in jedem Fall ist hier das Füttern nicht zu vergessen. Und noch ein paar Tipps. Wenn nicht die ganze Anlage kühl gestellt werden soll, ja, so könnt ihr die Tiere mit der Farm oder auch mit dem Neströhrchen an unsere Futterstation anschließen. Ja, also vor der Winterruhe ist natürlich wichtig, auch jetzt das wegen der Befeuchtung. Ja, und da habt ihr auch immer noch die Möglichkeit, die Farm auch von unten über die seitlichen Zugänge zu befeuchten. Oder halt auch bei den Neströhrchen, da ist ja dieser Wassertank. Und wenn da zu wenig Wasser sein sollte, habt ihr auch die Möglichkeit, mit einer langen Kanüle das Ganze einfach wieder aufzufüllen. Ja, also bei der Überwinterung auf jeden Fall darauf achten. Also im Neströhrchen kann es sogar zum Ertrinken kommen, da das Wasser durch die Temperaturschwankung leichter durch diesen Filterstopfen kommt. Licht wird während der Winterruhe nicht benötigt. Was passiert eigentlich, wenn eine Art aus diesen kalten Regionen, also wo normalerweise Winterruhe zu halten ist, keine Winterruhe hält? Ja, also viele Aussteller wie zoologische Gärten, Naturkundemuseen und so weiter haben über Jahre hinweg auch Kolonien aus diesen Regionen ohne Winterruhe gehalten. Und man konnte hier auch feststellen, dass bei diesen Arten sich der Biorhythmus verändert hat. Also dass die Eiablage zum Beispiel statt erst im April dann im Januar erfolgt. Auch die Aktivität dieser Kolonien hatte dann abgenommen im Laufe der Zeit. Also es kann sein, dass sich durch diese fehlende Winterruhe die gesamte Lebensdauer der Kolonie reduziert. Ja, also deshalb würden wir das auch nicht unbedingt empfehlen. Kurz noch einmal zusammengefasst. Ihr müsst also darauf achten, dass die Kolonie nicht zu kalt steht und dadurch dann vielleicht erfriert. Es darf auch nicht sein, dass sie zu warm ist, also dass es zu warm steht, dass dadurch der Stoffwechsel aktiv ist und die Tiere, sofern keine Nahrung vorhanden ist, dann vielleicht verhungern. Und das Nest muss auch genug Feuchtigkeit beinhalten, da die Tiere sonst vertrocknen können. Und bei dem Neströhrchen, da müsst ihr halt aufpassen mit dieser Ertrinkungsgefahr. Für nord- und mitteleuropäische Ameisenarten gilt die O-zu-O-Regel, also Winterruhe von Oktober bis Ostern. Ähnlich wie Autofahrer das ja auch mit dieser Winterbereifungszeit kennen. Wenn also der Frühling kommt und in der Natur die ersten Ameisen aus dem Winterschlaf erwachen, müssen die Ameisenhalter auch an ihre eingewinterten Ameisen denken. Wenn zur Osterzeit der Osterhase anfängt, Eier zu verteilen, dann ist es auch bei den Ameisen Zeit, Eier zu legen. Ja, ihr müsst ja die Tiere natürlich auch aus der Winterruhe holen. Wir selber, wir haben uns immer den 1. April notiert, ja, das ist unser Stichtag. Aber es kommt natürlich nicht auf den Tag oder auf die Woche an, sondern auch in der Natur gibt es auch starke Schwankungen. Ja, so kann es zum Beispiel im April auch sommerlich warm sein oder auch winterlich schneien. Ja, und zum Ende der Winterruhe ist es natürlich so, dass wir dann die Temperatur so langsam steigern müssen. Ja, also wir hatten es ja gehabt anfänglich, also wo wir sie in Winterruhe gegeben haben, dass wir die Temperatur so abgesenkt haben. Und hier wäre jetzt so eine gewisse langsamere Steigerung wichtig. Ja, und dann, die Tiere haben natürlich jetzt über die Monate hinweg auch keine Nahrung zu sich genommen. Ja, deswegen ist es sehr wichtig, dass sie jetzt auch sofort mit Nahrung versorgt werden. Das mache ich hier gleich mal. So. Ja, ich hoffe, ich konnte euch gut über die Winterruhe und die ganzen wichtigen Punkte informieren und ich hoffe, ihr bringt eure Kolonie auch gut durch den Winter. Ich bedanke mich fürs Zusehen.